Hi, heute gibt es etwas, das ich schon immer mal machen wollte, und zwar Chili con Brisket. Das hier ist also aus Brisket Leftover gemachtes Chili, und wie man das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für mein Chili con Brisket brauchen werde. Der eine oder andere wird sich erinnern, ich hatte im Sommer 2 Briskets gemacht, und zwar eins von einem Simmentaler und eins von einem Wagyu. Hier haben wir noch 2 Stücke davon, denn natürlich konnte ich das nicht alles aufessen. Ich habe das also dann eingefroren, einvakuumiert und ab damit ins Eis. Und hier haben wir jetzt also die beiden Stücke. Hier haben wir ein Stück Brisket vom Simmentaler Rind und hier haben wir das Wagyu Brisket. Die beiden werden heute, ja, zu einem Chili con Brisket gemacht, und das wird der absolute Knaller. Wir brauchen an weiteren Zutaten weiße und rote Bohnen. Dann habe ich hier ein paar stückige Tomaten. Das hier ist eine komplette Dose Chipotle in Adobo. Das sind also 4 Jalapenos zusammen mit dieser Adobo-Soße. Dann brauchen wir des Weiteren für ein bisschen Süße Ahornsirup. Dann habe ich hier Rinderfond, Zwiebeln, Knoblauch, selbstverständlich frischer Knoblauch. Dann habe ich hier einen frisch gezapften Kaffee und eine Flasche Bier. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Ein bisschen Pfeffer und Salz vielleicht noch. Aber das sind alle Sachen, die wir benötigen. Und ich würde sagen, wir legen los. Die Cocoa-Eggs im Dutch Oven glühen schon durch, heizen den Topf vor. Auf geht's. Wir starten mit der Schnibbelsarbeit. Das bedeutet also, ich habe hier 2 Gemüsezwiebeln. Die werden jetzt einfach gerade erstmal geschält. Die Zwiebeln werden einfach klein geschnitten bzw. in feine Ringe geschnitten. Die fallen dann gleich im Dutch Oven zusammen. Bei meinem frischen Knoblauch musste ich gerade die Erfahrung machen, dass der frische Knoblauch leider nicht mehr frisch war. Dementsprechend habe ich den gerade vernichtet. Wir steigen um auf Knoblauchgranulat. Das ist natürlich eine absolute Ausnahme. Ihr nehmt natürlich frischen Knoblauch bzw. den ganz normalen Knoblauch aus dem Supermarkt. Alternativ kann man sich aber auch mit sowas behelfen. Dann habe ich jetzt hier die Chipotle Chili. Das sind also geräucherte Jalapenos, die in einer scharfen, pikanten Soße eingelegt werden. Bekommt ihr so in einer kleinen Dose. So eine Dose kostet so um die 2 Euro. Und die sind wirklich hervorragend, eine perfekte Grundlage für ein Chili. Und diese Adobo-Soße, auch die kommt wunderbar in diesem Chili, deswegen werden wir das auch alles verwenden. Das wird jetzt also alles durchgehackt, das sind also insgesamt 4 Jalapenos, zusammen eben mit dieser Adobo-Soße. Und da legen wir die auch einfach gerade wieder rein, nachdem wir sie gerade fein gehackt haben. Das gibt dem Ganzen also ordentlich Schub. Jalapenos, Zwiebeln sind klein geschnitten, Knoblauch wie von Geisterhand granuliert. Jetzt habe ich hier mein Brisket, und das schneiden wir jetzt in kleine Stücke. Das kommt jetzt gerade frisch aus dem Kühlschrank, deswegen ist das jetzt natürlich nicht wirklich butterweich. Was aber vollkommen okay ist, es wird ja dann gleich, wenn es heiß wird, wenn das Fett wieder weich wird, dann wird auch das Fleisch wieder weich. Und außerdem wird das Ganze gleich für gute 1,5 Stunden in dem Dutch Oven gekocht. Es wird ein Traum. Wir gucken jetzt, dass wir das Brisket in anständige Stücke schneiden. Denn wie gesagt, dadurch, dass es im Dutch Oven gleich noch ein bisschen zusammenfallen wird, müssen die Stücke nicht zu klein sein. Jetzt habe ich hier mein Stück Wagyu Brisket. Da haben wir hier, das ist hier das Point, das ist also das Stück mit der Fettsehne drin. Diese Fettsehne würde ich gerne raustrennen, dass wir an die am besten drankommen, dass wir die gleich in den Dutch Oven geben als, ja, als Bratenfett. Ich meine, schaut mal hier. Das ist ein Wagyu Brisket. Das intramuskuläre Fett, Leute, das ist ein Traum. Also ja, man hätte das Brisket, als ich es gemacht habe, auch einfach direkt so als Brisket aufbrauchen können. Habt ihr natürlich vollkommen recht, aber das war tatsächlich so viel, und ja, sowas wirft man natürlich nicht weg. Also ab ins Eis damit und dann später eben sowas nochmal davon gemacht. So, jetzt haben wir uns hier ein bisschen was von dem Wagyu-Fett rausgeschnitten. Das werde ich jetzt gleich in den Dutch Oven geben, dass wir es auslassen können. Das Fett werfe ich jetzt einfach schon mal in den Dutch Oven, dass das ein bisschen auslaufen kann. Und währenddessen schneiden wir den Rest vom Brisket klein. Die Schnibbelarbeiten sind abgeschlossen. Nur noch mal ganz kurz, das waren jeweils 850 Gramm Brisket Leftover. Das bedeutet also 850 Gramm vom Simmentaler Brisket, 850 Gramm vom Wagyu Brisket. Und ja, das Fett vom Wagyu habe ich jetzt in den Topf geschmissen, und an dem geht es jetzt weiter. Großartig. Ein bisschen Wagyu-Fett
in den Topf geschmissen und schon können auch die Zwiebeln hinterher. Die werden jetzt schön in dem Fett angebraten. So, wenn wir die Zwiebeln anbraten, können wir schon mal ein bisschen was von dem Knoblauchgranulat mit dazugeben. Ich denke mal, so gute 2 Teelöffel dürfen es auf jeden Fall sein. So, dann geben wir den Zwiebeln noch ein bisschen Pfeffer und Salz. So, und jetzt wird es tricky. Jetzt kommen die Chipotle in Adobo ins Spiel. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr den Wind beachtet. Dass ihr also nicht in der Rauchschwade steht oder in der Dampfschwade steht, die jetzt entsteht. Denn das könnte ein bisschen kratzen sonst im Hals. So, Chipotle in Adobo werden jetzt angebraten, beziehungsweise zusammen mit den Zwiebeln erhitzt. Immer schön in Berührung halten, damit es nicht anbrennt. Dazu gebe ich jetzt auch schon direkt eine Tasse Kaffee als Flüssigkeit. Einfach eben auch als Sicherheit, damit es eben nicht anbrennen kann. Dann kommen 100 Milliliter Ahornsirup, das ist quasi unser Zuckerersatz. Dann eine kleine Dose stückige Tomaten. Dann habe ich hier 400 Milliliter Rinderfond. Wie ihr seht, der Topf ist ordentlich auf Temperatur, das Ganze erhitzt sich relativ schnell. Deswegen gebe ich jetzt meine Brisket-Stücke mit in den Dutch Oven. Das sind jetzt 1,7 Kilogramm Brisket-Stücke. Das Ganze gießen wir jetzt noch mit 300 Millilitern Bier auf bzw. an. Die Bohnen kommen noch nicht direkt mit am Anfang mit in den Topf. Wir haben jetzt im Prinzip den Punkt erreicht, wo wir die große Unterhitze nicht mehr brauchen. Das heißt, ich baue jetzt mal eben um, dass wir umrüsten auf Ober- und Unterhitze. So, dann setzen wir den Deckel drauf. Die Bohnen kommen, wie gesagt, erst bei der letzten halben Stunde mit dazu. Machen wir noch ein bisschen Oberhitze, das heißt noch ein paar Briketts oben auf den Deckel. Jetzt lassen wir das Ganze erstmal für eine gute Stunde vor sich hin köcheln. Dann kommen die Bohnen mit dazu und dann braucht das Ganze also insgesamt so gute 1,5 Stunden. Das Brisket war ja als solche schon fertig. Es geht nur darum, dass das Ganze wirklich richtig schön durchzieht und dass wir da ein richtig geiles Chili draus bekommen. Inzwischen ist eine gute Stunde ins Land gegangen und wir machen den Topf mal auf und schauen mal rein. Riechen tut es schon sensationell gut und ihr könnt sehen, dass von der Flüssigkeit doch einiges schon verkocht ist. Und schaut mal hier. Das Brisket sieht großartig aus. Sehr schön. Dann ist jetzt der Moment gekommen, wo wir die weißen und die roten Bohnen mit ins Spiel bringen. Das Ganze wird natürlich dann nochmal schön durchgerührt. Und jetzt lassen wir es noch eine halbe Stunde vor sich hin köcheln. Dann sind uns nämlich die Bohnen nicht verkocht, aber halt richtig schön heiß geworden. Alter, das sieht total großartig aus. Also, Deckel drauf, weiter geht's. Nach inzwischen 1,5 Stunden sieht mein Chili con Brisket so aus. Es riecht absolut fantastisch und ihr seht auch, dass das Fleisch-Flüssigkeitsverhältnis ein sehr, sehr gutes ist. Bohnen passen da perfekt rein, von der Menge her haut das vollkommen hin. Das war übrigens eine große Dose weiße Bohnen und eine kleine Dose Kidneybohnen. Oh, hammermäßig. Ich würde sagen, wir nehmen den Topf jetzt mal von den Kohlen runter und dann wird probiert. Also wie gesagt, Leute, der Duft ist absolut himmlisch. Ein bisschen was von der Soße mitnehmen hier. Geile Sache. So, hier ist also ein Teller von meinem Chili con Brisket. Und Leute, ich kann euch sagen, der Duft ist einfach nur grandios. Und jetzt wird das Ganze natürlich probiert, also sehr zum Wohl.
Oh, das ist einfach unverschämt. Oh, das ist einfach unverschämt. Das Brisket schmilzt euch so im Mund weg. Ich muss hier einfach noch mal zum Wohl. 1,5 Stunden war das jetzt im Topf. Und ja, natürlich, das Brisket war ja schon als solches gegart, wurde ja nur wieder erwärmt. Boah. Die Schärfe, wir haben ja eine komplette Dose Chipotle in Adobo daran getan. Die ist genau richtig. Glaubt es mir, es ist nicht zu scharf. Kindertauglich, weiß ich nicht. Aber von der Schärfe her ist es so genau richtig. Die Bohnen entschärfen das Ganze noch ein bisschen. Aber Leute, dieses Brisket da drin ist eine absolute Sensation. Und ein Chili con Brisket solltet ihr auf alle Fälle mal nachmachen. Wenn ihr also Brisket das nächste Mal macht, das sind ja immer recht große Stücke. Und da bleibt was von übrig. Friert es ein, schneidet es in Würfel und macht ein Chili daraus. Es ist der Hammer. Also wirklich richtig gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, hier unten könnt ihr das sehr gerne ändern. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, folgt Barbecue Ross Hessen auch gerne bei Instagram. Da gibt es immer kleine Fotos, kurze Videos vom Dreh. Da seid ihr einfach näher dran. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Eine absolute Empfehlung. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.